Herzliche Grüße aus Österreich, schöne Grüße vom Caravan Salon in Austria. Euer Karl für La Marca ist natürlich wieder unterwegs für German TV. Grüße an dieser Stelle auch an Sven und an den Rest der Welt. Ich will euch jetzt als erstes heute mal ein österreichisches Produkt zeigen, wirklich gebaut in Österreich. Und da schauen wir uns mal diesen Joyrider an. Laufen wir mal rüber zum Joyrider, um das Ganze zu sehen. Joyrider haben wir schon mal gezeigt auf dem Caravan Salon Düsseldorf. Und hier haben wir die Version zum Beispiel einmal mit 6,36 Meter und auf der anderen Seite der kürzere Brüderchen mit 5,99 Meter. Sehen optisch ziemlich identisch aus. Der große Unterschied ist, wenn wir jetzt hier einsteigen, erstens mal toller Einstieg, also wirklich klasse zum Einsteigen, auch super toll verarbeitet mit Aluminiumprofilen. Dort haben wir dieses riesen Sofa, was natürlich auch als Bett umzubauen ist. Und das ganz Interessante ist natürlich der Innenraum, wenn wir hier sind, wirkt wie ein 8 Meter Fahrzeug, also extremst groß. Man kann den natürlich auch sagen, ja, nicht nur als Wohnmobil, sondern ich nehme ihn quasi als reisendes Office-Mobil. Die Optik ist absolut wie ein Großraumbüro oder wie ein super schickes Hotelbüro. Also man hat hier wirklich alle Möglichkeiten herin. Hier zum Beispiel auch der Bildschirm, wo das Zebra drauf ist. Das ist ein Bildschirm, den kann ich natürlich zum Arbeiten auch hernehmen. Als Smart TV ist tatsächlich ein Bildschirm. Ist kein Bild. Ich habe hier eine große Arbeitsplatte. Wenn ich will, natürlich hier auch zum Kochen mit Induktionsplatte. Er ist komplett gasfrei. Hier haben wir alles schön versteckt bis zum Badezimmerbereich. Hier haben wir zum Beispiel eine Glissana verbaut, auch eine Dusche, alles hier im Heck untergebracht. Der Abfluss ist unter uns, alles zum Falten, Wegklappen. Hier ganz stylische Wasserhähne, funktioniert. Wasser funktioniert. Dann haben wir hier natürlich mega Staufächer, auch als Kleiderkasten zu nutzen. Kompressorkühlschrank, beidseitig öffnbar. Ihr seht, wir sind auf einer Messe, es ist alles da. Was trinkt man hier alles? Aha. Okay, alles da. Er ist halt wirklich autark, auch von den Schränken her. Extrem viel Platz. Auch ganz tiefe Schränke. Richtig auch mit Schutzvorrichtungen gemacht. Man sieht wirklich, dass er auch in einer Möbelmanufaktur gebaut wird. Es ist also nicht irgendwie so ein Klapperatismus. Auch hier die Bedienfelder richtig toll untergebracht. Die Scharniere kennt ihr ja, die kosten ein kleines Vermögen mittlerweile. Und zu guter Letzt auch hier möglich natürlich eine Dachklimaanlage einzubauen. Eine Dometic oder Truma. Was ich auch schön finde, ist hier alles natürlich schön überzogen. Wenn man auch in die Ecken und Kanten sieht, was ja immer so ein Thema ist, also wirklich extrem gute Möbelbauqualität. Gucke ich mich jetzt hier mal um, habe ich natürlich extrem viel Platz. Wenn ich hier rauf und runter laufe, macht das mal in einen anderen Kastenwagen in der Größenordnung. Also ist hier wirklich ein Erlebnis pur. Man hat hier wirklich Platz. Toll finde ich übrigens auch, nicht zu vergessen, diese Jalousien. Weil wir haben hier natürlich die Echtfenster drin. Das ist übrigens echte Eiche, österreichische Eiche. Richtig toll gemacht. Ja, das als Vorbau. Natürlich gibt es den als Fiat 140 PS oder 180 PS Automatik. Wir haben serienmäßig eine Vasto-Standheizung an Bord. Das gilt sowohl für den kleinen als auch für den großen. Der kleine ist natürlich viel handlicher mit seinen 5,99 Meter. Der ist tatsächlich auch nur 5,99 Meter. Aber der Clou an beiden Fahrzeugen ist nämlich der, wir haben hier auch eine Fahrradgarage. Wir gucken jetzt hinten mal rein. Hier tatsächlich eine komplette Fahrradgarage. Wir bringen hier also 2 Fahrräder locker nebeneinander rein.
Und wir haben hier noch Stauraum für Stühle, Bänke, was auch immer das Herz begehrt. Also hier richtig viel Stauraum. Pfiffig finde ich auch, wie die Außendusche angebracht ist. Muss man wirklich mal auf sich wirken lassen, wie das hinten aussieht. Also mega, mega tolle Idee. Sprich wahrscheinlich einer der ersten Kastenwägen, was es auf dem Markt gibt, mit einer Garage. Hier haben wir das gleiche Modell im Magenta. Den habt ihr ja schon mal gesehen in Düsseldorf. Auch hier eins der meist fotografierten und gefilmten Fahrzeuge. Sie dürfen ruhig weitermachen. Ich filme Sie, Sie filmen mich. Okay. Kennen Sie von der Stimme schon? Sie kennen mich von der Stimme schon, die quiekst so vor sich hin. Hier ist natürlich der Unterschied, wir haben innen einen etwas längeren Bau, aber hinten dann natürlich keine Fahrradgarage, sondern innen mehr Arbeitsraum. Auf der Seite haben wir hier natürlich wieder die gesamte Garage, um Stausachen unterzubringen. Hier sehr viel Technik. Man muss aber auch mal hier reingucken, alles echt sauber verarbeitet. Guckt euch das mal an, also wirklich vom Feinsten. Selten sieht man sowas in dieser Verarbeitungsqualität. Muss man dazu natürlich neidvoll auch sagen, Produkt wird in Österreich produziert und ist kein Billigprodukt, ist kein Massenprodukt, ist wirklich etwas Besonderes. Joyrider, wie gesagt, sollte man sich merken, bei Lamarca gibt es auch als Jobrider. Jobrider ist dann die Version leicht abgewandelt für den Beruf, zu unterwegs zu sein. Homeoffice auf Räder. Geht mit allen 3 Modellen natürlich. Und ich muss immer wieder sagen, begeistert mich absolut dieses Design. Gucken wir noch mal rein. Ist schon wirklich wie eine Hotelsuite auf Räder. Auch nochmal ein Blick hier auf den Möbelbau, mal ganz nahe gezeigt. Das sind ja immer so die empfindlichen Stellen, wo keiner so gern immer hinfilmt oder zeigt oder machen will. Kann man hier wirklich getrost alles zeigen. Hier nochmal der Kleine. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Im Moment stehen die Fahrzeuge noch hier auf dem Caravan-Salon in Wels. Sieht auch von der Optik nach oben her natürlich bombastisch aus. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt wieder zurück an Sven und würde mich freuen, euch irgendwo zu sehen. Und merkt euch auf alle Fälle auch hier von der Messe in Wels die Marke Joyrider oder Lamarca Joyrider. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.